ältere Klassiker, aber auch neuere Filme von den 70ern bis zur Jahrtausendwende sind oft online einfach nicht erhältlich. Die Suche nach dem Lieblingsfilm der Prä-Internet-Ära auf den Streamingdiensten ist meist vergeblich. Es fehlt also schlicht der Zugang zu Filmperlen aus der Vergangenheit. Damit diese auch künftigen Generationen zugänglich sind, ist es unumgänglich, die Filmdigitalisierung voranzutreiben, bevor diese Schätze zu Staub zerfallen. Filmo präsentiert eine 5-teilige Miniserie. Die Filmdigitalisierung oder wie ein Filmklassiker digitalisiert wird. In Teil 1 haben wir erfahren, wie das Filmarchiv das Ausgangsmaterial vorbereitet. In Teil 2, wie im Labor aus analogen Bildern digitale Daten werden. Und in Teil 3, wie diese Bilder restauriert werden, damit der Film wieder seinen originären Look hat. Doch war da nicht die Ansage, dass man heutzutage sogar noch weitergehen kann? Irgendetwas mit HDR? HDR? What? Die große Spezialität der Digitalisierung von Heidi und Anna Göldin ist die Farb- und Lichtbestimmung in HDR. Das steht für High Dynamic Range. Dank der höheren Auflösung bzw. Informationsdichte von 4K UHD, also Ultra High Definition, und neuer Bildschirmtechnologien ist es inzwischen möglich, erweiterte Farbräume sowie Kontrast- und Lichtverhältnisse und somit ein naturnäheres Bild darzustellen. Mit dieser neuen Möglichkeit bekommen die Bilder eine neue Echtheit und Plastizität, als ob man sie direkt mit den eigenen Augen sehen würde. Das Bild beginnt zu leuchten. Der vorherige Standard des Dynamik- und Farbumfangs, also SDR gleich Standard Dynamic Range, nutzt eine Farbtiefe von 8 Bit. Mit dem HDR-Format ist es heute möglich, eine Farbtiefe von bis zu 12 Bit, das sind 4096 Farbtöne, darzustellen. Wichtiger ist vielleicht sogar die sogenannte Leuchtdichte, die in Nits gemessen wird. Während 0 Nits absolute Dunkelheit bedeutet, sind 1,6 Milliarden Nits das direkte Sonnenlicht. Das menschliche Auge kann ein Spektrum von 0,01 Nits bis 10.000 Nits wahrnehmen. Die Leuchtdichte von normalen Kinoprojektoren beträgt ca. 48 Nits, die der alten TV-Geräte, also SDR, 100 Nits. Heutige Displays erreichen eine Leuchtdichte von 1000 bis maximal 4000 Nits. Mit dem HDR-Format lässt sich theoretisch eine Leuchtdichte von bis zu 10.000 Nits darstellen, also so viel, wie das menschliche Auge noch wahrnehmen kann. Ja, das war nun alles etwas technisch. Zusammengefasst kann gesagt werden, dass also auf einmal ein immens größeres Spektrum für die Farbbestimmung und Leuchtdichte des Films zur Verfügung steht. Oder, poetischer ausgedrückt, ein Feuer flammt nun in brennender Intensität über den Bildschirm und Schneeflocken glitzern im Sonnenlicht in ihrer natürlichen Pracht. Der Film Anna Göldin, Letzte Hexe von Gertrud Pinkus aus dem Jahr 1991 ist der erste Schweizer Film, der in 4K HDR Dolby Vision digitalisiert wurde und diese neue Technologie nutzt, um eine möglichst realistische Abbildung des 18. Jahrhunderts mit gewaltigen Landschaftsaufnahmen zu zeigen. Wir haben eine neue Dienstmagd. Wie heißt sie? Anna Göldin. Und der Klassiker Heidi von Luigi Comencini aus dem Jahr 1952 ist der erste Schweizer Schwarz-Weiß-Film, der diese neue Technologie einsetzt, um die Kinder von heute
mit einem scharfen und ausgewogenen Bild zu erfreuen. Doch ein strahlendes Bild ohne Ton ist noch lange kein Film. Wie ein lebendiger Ton aus den alten Schallbändern gemacht werden kann, das verraten wir euch im nächsten Teil. Wenn dir diese Videoserie gefällt, Daumen nach oben, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Glocke, um Teil 5 nicht zu verpassen. Schweizer Filme neu entdecken auf filmo.ch.